Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele kennen: unser erster Tag in einem neuen Job. Ihr werdet viele nützliche Sätze hören, die man im Alltag in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oft benutzt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Weißt du, ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Tag. Schon am Morgen war ich ziemlich nervös. Ich habe mir ständig gedacht, was, wenn ich etwas falsch mache? Was, wenn ich die Leute nicht verstehe? Aber dann habe ich versucht, ruhig zu bleiben. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir gesagt, atme tief durch, sei freundlich und alles wird gut. Ja, genau so war es bei mir auch. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich wieder ein Kind am ersten Schultag. Alles war neu: das Gebäude, die Kollegen, sogar der Geruch im Büro. Ich wusste nicht genau, wie man sich richtig verhält. Soll ich zuerst alle begrüßen? Soll ich einfach warten, bis jemand auf mich zukommt? Das war ein komisches Gefühl. Bei mir war es ähnlich. Als ich hereinkam, hat mich sofort jemand angelächelt und gesagt, Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Das hat mich wirklich entspannt. Ich habe dann alle freundlich gegrüßt und versucht, die Namen zu merken. Natürlich habe ich einige gleich wieder vergessen, aber alle waren sehr nett und haben mir geholfen. Oh ja, die Namen. Das war auch für mich ein Problem. Ich habe bestimmt dreimal nachgefragt: Wie war nochmal Ihr Name? Aber niemand war böse. Alle haben gelacht und gesagt: Kein Problem, das ist normal. Ich habe dann gemerkt, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, solange man höflich bleibt und sich Mühe gibt. Richtig. Am meisten habe ich mich gefreut, dass die Kollegen gleich Interesse gezeigt haben. Sie wollten wissen, woher ich komme, was ich vorher gemacht habe. Das hat mir das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Ich glaube, dieser erste Eindruck ist wirklich sehr wichtig, weil man dadurch Motivation bekommt. Absolut. Ich erinnere mich, dass ich am Ende des ersten Tages zwar sehr müde war, aber auch glücklich. Ich hatte das Gefühl, okay, es wird zwar nicht leicht, aber ich kann das schaffen. Und genau dieses Gefühl trägt einen durch die nächste Zeit. Ja, und wenn man diesen ersten Schritt geschafft hat, dann beginnt die eigentliche Erfahrung. Man merkt, dass nicht alles perfekt läuft, aber man findet seinen Platz und wächst langsam hinein. Weißt du, nach den ersten Tagen kam bei mir ziemlich schnell die Realität. Am Anfang war alles noch spannend, aber dann habe ich gemerkt, dass viele Dinge nicht so einfach sind. Zum Beispiel habe ich am Computer ein Programm öffnen sollen und ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich wollte nicht gleich wie eine Anfängerin wirken, aber ich musste trotzdem fragen. Oh ja, das kenne ich. Bei mir war es mit den Arbeitsabläufen so. Alle wussten genau, was sie machen müssen, und ich stand da und habe versucht, alles so schnell wie möglich zu verstehen. Aber ehrlich gesagt, ich habe vieles am Anfang falsch gemacht. Einmal habe ich sogar eine E-Mail an die falsche Person geschickt. Das war mir total peinlich, aber mein Chef meinte nur, kein Problem, das passiert jedem. Genau, solche Fehler sind wirklich normal, aber trotzdem denkt man immer, alle schauen einen an. Ich erinnere mich, dass ich in einer Besprechung etwas sagen wollte, aber ich habe die Wörter nicht richtig gefunden. Dann wurde ich nervös und habe mich verhaspelt. Danach habe ich gedacht, ach, ich hätte lieber still sein sollen. Aber später habe ich gemerkt, dass es besser ist, einfach zu reden, auch wenn es nicht perfekt ist. Das stimmt. Ich glaube, viele haben Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu machen. Aber eigentlich respektieren die Kollegen viel mehr, wenn man zeigt, dass man lernen will. Ich habe oft gehört, frag ruhig, wir helfen dir. Und das war für mich eine große Erleichterung. Ja,
Und manchmal sind es auch kleine Dinge, die einen stressen. Zum Beispiel, wo die Kaffeemaschine steht oder wie man richtig das Telefon bedient. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, dass alle schon so selbstverständlich alles wissen und ich immer die Langsamste bin. Aber mit der Zeit wurde es besser. Bei mir war die größte Schwierigkeit die Zeit. Plötzlich hat man so viele Aufgaben gleichzeitig und muss entscheiden, was zuerst gemacht wird. Ich habe am Anfang alles sofort erledigen wollen und war dann total gestresst. Erst später habe ich verstanden, dass man Prioritäten setzen muss und nicht alles perfekt sein kann. Das kenne ich gut. Ich habe auch oft gedacht, ich muss alles gleich können, aber das ist unmöglich. Mit jedem Fehler lernt man etwas dazu und eigentlich sind die Fehler das, was einem wirklich hilft, besser zu werden. Genau, wenn man nicht scheitert, kann man sich auch nicht entwickeln. Ich denke, es gehört einfach dazu, dass man am Anfang unsicher ist, aber Schritt für Schritt wird man stärker und sicherer. Wenn ich heute zurückdenke, merke ich, wie viel ich schon in den ersten Wochen gelernt habe. Es geht nicht nur um die Arbeit selbst, sondern auch um den Umgang mit Menschen. Ich habe verstanden, dass es wichtig ist, ehrlich zu sagen, wenn man etwas nicht weiß. Am Anfang hatte ich Angst, dass die Kollegen denken, ich sei nicht gut genug. Aber sie haben es geschätzt, dass ich Fragen gestellt habe. Ja, genau so war es bei mir auch. Ich habe gelernt, dass es besser ist, offen zu sein, als so zu tun, als wüsste man alles. Außerdem habe ich bemerkt, wie viel Geduld man mit sich selbst haben muss. Am Anfang wollte ich alles perfekt machen, aber das geht nicht. Heute weiß ich, dass Fehler ganz normal sind und man Schritt für Schritt besser wird. Und ich habe gemerkt, wie wichtig kleine Routinen sind. Jeden Morgen einen Kaffee holen, kurz mit den Kollegen sprechen, ein paar Witze machen, das gibt einem Sicherheit. Es macht die Arbeit nicht nur leichter, sondern auch schöner. So fühlt man sich wirklich als Teil des Teams. Stimmt. Und man merkt auch, dass man mit der Zeit selbstbewusster wird. Am ersten Tag habe ich mich kaum getraut, etwas zu sagen. Jetzt bringe ich eigene Ideen ein und bekomme sogar positives Feedback. Dieses Gefühl, dass man wachsen kann, ist unglaublich motivierend. Am Ende habe ich verstanden, dass der erste Job oder die erste Zeit in einem neuen Team immer eine Herausforderung ist. Aber genau diese Erfahrung macht einen stärker. Man lernt Geduld zu haben, man lernt zuzuhören und man lernt auch, sich selbst mehr zu vertrauen. Ja, und das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Egal wie unsicher man sich am Anfang fühlt, man findet seinen Platz. Mit jedem Tag wird man sicherer und irgendwann schaut man zurück und denkt, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Je länger ich dort arbeite, desto mehr merke ich, wie sehr mich dieser Job verändert hat. Früher war ich oft unsicher, habe alles doppelt geprüft und wollte immer perfekt sein. Heute gehe ich viel entspannter mit den Aufgaben um. Ich weiß, dass ich Fehler machen darf und trotzdem respektiert werde. Das gibt mir viel Selbstvertrauen. Ja, das kenne ich auch. Ich habe durch die Arbeit gelernt, meine eigenen Grenzen besser zu sehen. Früher habe ich gedacht, ich muss alles gleichzeitig machen und niemandem sagen, dass es zu viel ist. Jetzt kann ich klarer kommunizieren und sagen, das schaffe ich heute nicht, aber morgen. Und die Kollegen akzeptieren das. Für mich war auch wichtig zu erkennen, dass Arbeit nicht nur Stress bedeutet. Es ist auch ein Ort, an dem man sich entwickeln kann, neue Menschen trifft und sogar Freunde findet. Manchmal lacht man zusammen in der Pause, manchmal redet man über private Dinge. Das macht den Alltag viel leichter. Genau.
Und man fängt an, Pläne für die Zukunft zu machen. Am Anfang denkt man nur, hoffentlich überlebe ich den ersten Monat. Aber später überlegt man, was will ich lernen, welche Projekte möchte ich übernehmen, wo will ich in ein paar Jahren stehen. Das gibt eine ganz andere Perspektive. Ich glaube, das ist das Schönste, dass man mit jedem neuen Schritt nicht nur besser in der Arbeit wird, sondern auch als Mensch wächst. Man wird mutiger, geduldiger und offener. Ja, und egal wie schwer die ersten Tage waren, am Ende merkt man, dass genau diese Erfahrungen der Anfang von etwas Wichtigem sind. Die Herausforderung. Mein neuer Job ist eine große Herausforderung, aber ich lerne jeden Tag etwas Neues. Für mich war es eine Herausforderung, vor vielen Menschen zu sprechen. Die Verantwortung. In meiner Arbeit habe ich viel Verantwortung für die Projekte, Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder. Die Besprechung? Heute Morgen hatten wir eine lange Besprechung mit dem Chef. In der Besprechung haben wir die nächsten Schritte geplant. Die Gewohnheit. Es ist meine Gewohnheit, jeden Tag einen Kaffee zu trinken. Neue Gewohnheiten zu lernen ist oft schwer, aber möglich. Die Weiterentwicklung. Diese Firma bietet viele Chancen zur Weiterentwicklung. Durch den Kurs habe ich eine gute Weiterentwicklung gemacht.